So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Mechatronics. Heute geht es um das Thema, was öfter gefragt wird: Warum nagelt ein Auto, wenn man es frisch startet? Warum hebt er die Drehzahl an? Warum ist er sogar lauter als später im Fahrbetrieb? Das werde ich euch heute erklären. Ich habe euch heute ein paar Utensilien mitgebracht. Einmal eine Nockenwelle, hier zwei Bauteile, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, und werdet ihr kennen, ein Ventil. Ja, jeder kennt's, ihr startet euer Auto ganz frisch, der Motor dreht höher, es klackert vorne aus dem Motorraum, klingt alles ein bisschen ungesund, aber warum? Also warum ist er lauter als sonst und dreht höher? Es handelt sich ja beim GR Yaris zum Beispiel oder auch beim Fiesta ST bei aktuellen Fahrzeugen um eine sehr aktuelle Abgasnorm, die sie auch erfüllen müssen. Ihr habt bestimmt mitbekommen, dass in den 90ern die Katalysatoren immer näher zum Motor gerückt sind. Am Anfang waren sie nur am Unterboden, dann sind sie näher Richtung Krümmer gewandert, immer weiter nach vorne. Jetzt sind sie am Krümmer bzw. im Krümmer und auch direkt in der Downpipe, ganz nah hinterm Turbolader. Man hat Anfang 2000 schon gesehen, bei den Subarus zum Beispiel, die hatten teilweise 3 Katalysatoren. Einmal im Krümmer bzw. in der Uppipe zum Turbolader, dann in der Downpipe vom Turbolader weg und Unterflur auch nochmal. Aber warum muss der Katalysator so nah an den Motor? Warum ist er so nah dahin gerückt? Der Katalysator muss, um richtig arbeiten zu können, betriebswarm sein. Ihr kennt es, wenn ihr euer Auto früh startet und ihr gerade so nahe Drehzahl anhebt, dann riecht es hinten aus dem Auspuff auch ein bisschen nach Sprit, weil der Katalysator noch nicht richtig arbeiten kann. Dem ist noch zu kalt quasi und das ist nicht sein Arbeitsbereich und somit kann der seinen chemischen Vorgang nicht starten und wir riechen einfach Sprit. Und um den Katalysator schneller auf Temperatur zu bekommen, hebt das Auto dann die Drehzahl an, damit der Katalysator eben schneller auf Temperatur kommt und die Emissionen so schnell wie möglich sinken und das Fahrzeug einen besseren Emissionsausstoß hat. Und warum ist er dann im Kaltstart so viel lauter als normal? Das Motorsteuergerät stellt die Zündung auf sehr spät, damit der Verbrennungsprozess sehr spät startet und somit auch spät endet, dass der quasi noch nicht ganz fertig ist und das Auslassventil aber schon aufmacht. Somit brennt er ein bisschen in den Abgasstrang rein und bringt natürlich mehr Hitze in Richtung Katalysator, um die Temperatur noch weiter hochzutreiben bzw. noch schneller hochzutreiben, damit der Katalysator arbeiten kann. Das ist dann quasi auch das, was man hört. Es ist ja lauter, weil normalerweise hört man die Abgase, nur den Klang der Abgase, aber in dem Fall hört man quasi direkt in den Brennraum rein, weil er ja gerade noch am Verbrennen ist, währenddem aber das Auslassventil schon aufmacht und das funktioniert aber sehr kontrolliert. Wäre das nämlich zu stark, würde natürlich das Auslassventil verglühen, aber wir sind noch in so einer kalten Motorphase, dass dies in dem Fall natürlich nicht passiert. Aber warum klackert das Auto dann nach dem Motorstart einige Sekunden lang? Hieran sind die Hydrostößel schuld. Das sind hydraulisch arbeitende Stößel. Hiervon habe ich euch 2 mitgebracht. Die Hydrostößel sind für den Ventilspielausgleich zuständig und können diesen aber auch erst ausgleichen, wenn Öldruck da ist. Sie werden mit Öldruck gesteuert. Doch ab wann haben wir Öldruck? Öldruck bekommen wir über die Ölpumpe. Die Ölpumpe wird angetrieben vom Motor, meistens über eine Kette, gibt es auch mit Riemen. In dem Fall braucht der Motor aber ja schon eine gewisse Drehzahl, um die Ölpumpe auch mit Drehzahl natürlich zu versorgen, damit die Öldruck aufbauen kann. Was heißt das für uns? Der Motor muss ja schon laufen, also er muss sich schon drehen. Währenddem der Motor gerade startet, wird natürlich die Ölpumpe auch mit angetrieben. Und ihr kennt es auch, bei älteren Autos bekommen wir die Daten noch roher angezeigt und ihr startet den Motor und die Öldrucklampe braucht 1 bis 2 Sekunden, bis die ausgeht, weil dann erst der Öldruck wirklich da ist. Und das ist auch das, warum der Motor klackert. Das Hydrostößel ist noch nicht mit ausreichend Öldruck versorgt, somit kann es das Ventilspiel nicht ausgleichen und braucht kurz. Wenn wir jetzt den Motor gestartet haben und Öldruck aufgebaut wird, das Öl wird im ganzen Motor verteilt und dann werden die Ventilspielausgleichstößel, also die Hydrostößel, mit Öldruck versorgt. Dann müssen sich die ausdehnen, gleichen den Ventilspiel aus und dann können sie erst arbeiten. Also sie sind abhängig vom Öldruck. Also sobald die Hydrostößel komplett ausgedehnt sind und das Ventilspiel ausgleichen, ist das Klackern weg. Auf gut Deutsch, ihr habt kurz nach dem Motorstart ein zu großes Ventilspiel
und die Nockenwelle schlägt auf die Kipp- oder Schlepphebel drauf und das ist halt noch nicht ausgeglichen und das ist das Geräusch, was klackert. Der Vorteil an Hydrostößel ist, dass sie wartungsfrei sind und nicht eingestellt werden müssen. Bei Hochdrehzahlmotoren werden keine Hydrostößel verwendet, sondern normale statische Stößel, weil die Hydrostößel zu langsam das Ventilspiel ausgleichen. Deswegen findet man bei Motorrädern zum Beispiel überwiegend normale statische Stößel. Diese müssen aber in einem bestimmten Abstand gewartet werden und das Ventilspiel muss eingestellt werden. Um euch das jetzt noch ein bisschen genauer zu erklären, habe ich hier eine Nockenwelle da. Und leider habe ich keinen Schlepp- oder Kipphebel da. Dies muss ich euch jetzt anhand von was anderem zeigen. In dem Fall nehmen wir jetzt mal diese kleine Fernbedienung hier. Und zwar haben wir hier das Hydrostößel, das ist quasi hier den Hebel. Der Hebel ist hier hinten gelagert und die Nockenwelle läuft da drauf und drückt immer hier runter. Okay? Sie dreht sich und drückt runter. Was ist unter dem Hebel? Das Ventil. Das heißt, die Nockenwelle drückt drauf und drückt immer das Ventil auf, okay? Also immer wenn der Hebel runter geht, dann wird das Ventil aufgedrückt. Jetzt haben wir gelernt, das Hydrostößel macht den Ventilspielausgleich. Wenn das Hydrostößel jetzt ganz kurz ist, ist natürlich der Hebel auch weiter unten, okay? Also er ist quasi weiter von der Nockenwelle weg und jetzt ist er weiter weg und hier, klack. Immer wenn sich das dann quasi dreht, klack, haut es da drauf, klack und drückt das Ventil auf. Und dieses kleine Klack, dieser Kontaktpunkt, das ist dann das, was man hört und das ist ein Klackern. Sobald das Hydrostößel sich ausgedehnt hat durch Öldruck, wird der Hebel quasi hochgedrückt und liegt an der Nockenwelle an. Jetzt drückt die Nockenwelle den Hebel immer runter, aber sie schlägt quasi nicht mehr drauf und somit ist unser Klackern weg. Und es kann auch passieren, dass ein Hydrostößel mal undicht wird. Bei alten Motoren zum Beispiel, dann kann es den Öldruck nicht mehr halten und dann klackert es auch. Muss man halt dann ersetzen, dazu muss man den Ventildeckel abbauen und in den meisten Fällen auch die Nockenwelle rausbauen. Wenn man Glück hat, dann nicht. Aber normalerweise sind die wartungsfrei und das passiert erst bei sehr hohen Laufleistungen. Ja, ich hoffe, ich habe euch das jetzt ausreichend gut erklären können, auch verständlich hier zeigen können. War jetzt ein bisschen schwer mit 2 Händen und 3 Bauteilen, beziehungsweise 4 Bauteilen. Ich hoffe, eure Fragen sind damit beantwortet und wenn ich mal nochmal was erklären soll, dann schreibt es unten in die Kommentare, ihr habt die besseren Ideen. Damit möchte ich mich verabschieden. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Jeden Samstag ein neues Video und ciao!